Wunderschön ist es in Südschweden. Zauberhaft sind die Wälder und Seen von Småland. Im Land der Kinder von Bullerby. Da wollen wir jetzt mit. Hey, hey. Wir starten im Osten mit diesem Postschiff und machen einen Ausflug in die einzigartige Inselwelt der Schären. Die bunten Holzhäuser von Småland und seine Natur. Die Kinderbuchautorin Astrid Lindgren hat sie weltberühmt gemacht. In dieser Provinz Schwedens ist Astrid Lindgren geboren und aufgewachsen. Man kommt nicht drum rum, auf den Spuren der Kinderbuchautorin zu wandeln. Und weil wir im Juni hier sind, feiern wir natürlich auch Mittsommer, das schwedischste aller Feste. Kommen Sie mit, wir machen Urlaub mitten in Bullerby. Småland liegt im Süden von Schweden und ist von der Fläche her etwa so groß wie Nordrhein-Westfalen. Nach unserer Rückkehr von den Schären vor Västervik geht's nach Vimmerby in das Kinderparadies zu Ehren Astrid Lindgrens. Die Holzstadt Eksjö und viele andere typische Orte. Auch der Gründungsort eines gewissen schwedischen Möbelhauses liegt in Småland. Dreimal in der Woche liefert Kapitän Bengt in den Schären vor Västervik die Post aus. Touristen dürfen mitfahren. Das süß. Kann ich helfen, Bengt? Ja klar, kannst mir helfen. Okay. Ich darf gleich mit der Post helfen. Hallo. Das ist Tschüss. Västerviks Tidningen. Tackar. Aha. Ah. Hier hinterlegen die Inselbewohner ihre Briefe und Päckchen, die Bengt nun zum Festland mitnimmt. Ja, du ska få det strax. Das Postboot ist gleichzeitig auch Wassertaxi, mit dem die Leute ihre Einkäufe mit auf die Inseln bringen. Autos gibt's nicht, aber so ein Lastenmoped, das hier viele benutzen. Auf zum nächsten Inselchen. 7 Stück liegen auf der Route des schwedischen Postschiffs. Kapitän Bengt fährt nicht allein auf seiner Tour. Mit von der Partie ist immer seine Frau Susi. Sie kümmert sich um die Organisation. Während der Tour nimmt sie die Buchungen für Transporte und Ausflugsfahrten an. Ha det så gott. Tack. Hej, hej. Hasselö ist die größte und bevölkerungsreichste Insel des Archipels. Im Sommer kommen zu den Bewohnern noch einmal 400 Feriengäste dazu. Ja, du kan sitta. Du sitzt da. I sit there. Soll ich mich da draufsetzen? Okay, und dann ich. Echt, jetzt noch oben drauf? Ja, das ist mal eine Premiere. Oh, ja, ja. Der sprungartige Anstieg der Inselbewohner in der Ferienzeit bedeutet für den Postboten eine Menge Arbeit. Und wir lernen gleich mal ein paar schwedische Namen kennen. Söderdal. Eklund. Eklund. Eklund, ja. Eklund. Rydström. Rydström. Wer findet zuerst Rydström? Wer ist das? Tisell. Tisell.
Many bills. Ticel, Yes. many bills. Yes. Ticel hat heute viele Rechnungen gekriegt, leider. Aber er schafft das. Gut. Die Schären, diese felsigen Inseln, sind während der Eiszeiten entstanden. Die meisten der 5000 großen und kleinen Inseln sind heute unbewohnt. Manchmal, erzählt Bengt, kreuzen hier schwimmende Elche den Weg. Jetzt kommen wir nach Sulidö, der Insel, wo Susi und Bengt das ganze Jahr überleben. Wir wohnen in dem kleinsten Haus. In dem großen ist Bengt aufgewachsen. Unseres ist das kleine daneben. Seit 1808 ist die Insel in Familienbesitz. So, Banks, this is your home. Yes. Es ist so still hier. Man hört nur den Wind und die Kühe. Susi kommt aus einer großen Stadt in Schweden. Erst war es ihr hier zu still. Tradition. Was für ein schöner Ort. Yes. Mittlerweile will sie hier nie mehr weg. Und wo hast du sie kennengelernt? In the Am Grensekanal. Er hat mich mit seinem Boot mitgenommen. Eine Zufallsbegegnung. Okay, and then you said, Yes. Ja, er hat mich mitgenommen. 18 Jahre ist das her. 18 years. 18 years. 18 Jahre seid ihr jetzt zusammen. Das ist das Herz für mich. Yes. Ai, Und ich habe ein Bild von ihm hier. Here? Das this bist is du. you. Yes. When we were in Riga. Die haben wir uns in den Flitterwochen in Riga machen lassen. Then I got his Und seinen Namen habe ich hier. Bengt. Bengt. Ah, this must Das muss Liebe sein. Das ist Liebe. Wir wollen zusammen alt werden. All together. This is really a nice story. Västervik ist das Tor zum Schärengarten. Von hier aus starten die Fähren und im Sommer viele Touren. Ach ja, und es ist die Heimatstadt von Björn von der Gruppe ABBA. Jetzt geht's zu unserem ersten Campingplatz. In Schweden fährt man langsam. Eine sehr entspannte Gegend. Ich glaube hier schon. Strandcamping. Klingt doch verheißungsvoll. Oh, die roten Häuschen hier, die kann man sicher auch mieten. Das ist süß. Jetzt fahren wir direkt auf den See zu. Ist das nett? Schweden, sagt man, ist ein Traumziel für Reisen mit dem Wohnmobil. In Småland gibt es sehr viele Seen und dort eine Menge Campingplätze. So ein Hammerplatz hier. Direkt am Wasser. Darf ich vorstellen? Kompakt, gerade die richtige Größe. Hier Markise, man kann das Dach hochklappen zum drin schlafen. Hier hat man so alle Basics, die man braucht. Bisschen Küche, bisschen Kühlbox. Und jetzt habe ich hier extra einen Stuhl dabei. Den trage ich jetzt an ein nettes Plätzchen. Und dann kommt Urlaubsfeeling auf. Ah! Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen. Was für ein wunderschönes Zitat von Astrid Lindgren.
Unser Campingplatz liegt in Hultsfred, 24 Kilometer südlich von Astrid Lindgrens Geburtsstadt Vimmerby. Und da fahren wir jetzt hin. Nach dem Theaterpark Astrid Lindgrens Welt in Vimmerby besuchen wir einen Pferdehof in Eriksgården und die hübsche Holzstadt Eksjö. In Vimmerby kann man sich das Elternhaus von Astrid Lindgren anschauen, den Bauernhof Näs, wo sie als Kind gespielt hat. Vimmerby selbst ist eine Kleinstadt mit gerade mal 9.000 Einwohnern. Auf dem Platz mitten in der Stadt sitzt die große Freundin aller Kinder, die berühmteste Smalländerin der Welt, Astrid Lindgren. Und man kann sich zu ihr setzen. Astrid Lindgrens erste Kinderheldin kennt fast jeder, die selbstbewusste und übermenschlich starke Pippi Langstrumpf, die bei den jüngsten Lesern sofort gut ankam, bei ihren Eltern nicht immer. Denn die Figur spiegelt eine damals ungewöhnliche Haltung zu Kindern wider. 1945 erschien der erste Band in Schweden, 4 Jahre später in Deutschland. Das Buch wurde 66 Millionen Mal verkauft und 1968 legendär verfilmt. Im Themenpark Astrid Lindgrens Welt in Vimmerby kann man in all diese Geschichten eintauchen. Die Stadt Vimmerby gibt es hier übrigens im Kleinformat. Ein paar Meter weiter erlebt man am eigenen Leib, wie es ist, ein Däumling zu sein. Ganz viele Kinder und die Erwachsenen werden wieder zum Kind. Das ist toll hier. Auf mehreren Bühnen werden in kurzen Theaterstücken Geschichten aus den Büchern nachgespielt. Alles auf Schwedisch, aber man versteht trotzdem das meiste, denn die Episoden sind ja bekannt. Zum Beispiel die, in der Pippi mit 2 Polizisten Spaß treibt. Sie wollen sie aus der Villa Kunterbund abholen und ins Kinderheim bringen. Pippi! Ja? Kling! Ja, ta henne. Ja, just det. Här kommer Pippi Långstrump, tjena hopp, tjena hej, tjena hoppsan. Här kommer Pippi Långstrump. Ja, här kommer faktiskt jag. So, hereinspaziert. Einmal rein in die Villa Kunterbund. Mensch, dass ich das noch erleben darf. Die Schuhe. Und hier sind doch die Goldstücke drin. Wenn man jetzt wüsste, wie das aufgeht. Abgeschlossen. Ja, gehen wir ohne Goldstücke. Ah. Das ist Pippis Bett und Pippi liegt doch immer wie andersrum im Bett. So, Füße aufs Kopfkissen und Decke über den Kopf. So. So. Gute Nacht. Hier ist Pippi drin gewesen und hat alle Kinder zum Süßigkeitenessen eingeladen. Da habe ich mal so beneidet. Endlich habe ich auch einen. Sehr nahe kommt man Astrid Lindgren auch in ihrem Elternhaus in Vimmerby. Dort hat sie in ihrer Kindheit jene Mischung aus Geborgenheit und Freiheit erlebt,
die sie später in ihren Büchern geschildert hat. 1907 wird sie als Astrid Anna Emilia Eriksson geboren. Sie hat einen älteren Bruder, 2 jüngere Schwestern und sehr tolerante Eltern. Ihren Vater Samuel August und ihre Mutter Hanna verbindet eine ganz große Liebe. Astrid, sie hat ein Buch über ihr Elterns Liebesgeschichte geschrieben. Und in Schweden bekam das einen Preis, Liebesgeschichte des Jahrtausends. Samuel August, er wurde in Astrids Mutter verliebt, wenn er 13 Jahre alt war. Sie war nur 9 und sie war diese Mädchen in die Schule, die so gut antwortete auf alle Fragen. So hat er Hanna gesehen. Er war 30, wenn die verheiratet. Es war 17 Jahre dazwischen und es war natürlich nicht selbstverständlich, dass es wurde, die beiden. Und Samuel August hat auch ein so besonderes Gedenk. Und das war, sollte man jemanden heiraten, dann sollte man nur für richtige Trauer, Liebe heiraten. Und wie viele Leute hatten die Möglichkeit im 1895? Nur aus Liebe zu heiraten. Ja, aber ich kann versuchen und einen Brief übersetzen, wenn Sie Bitte, möchten. aber erst mal auch ein bisschen auf Schwedisch lesen, weil diese Sprache ja auch so schön ist. Min älskling och mitt hopp, vad vore världen utan kärlek? Det skulle nog vara en tom öken för vandraren genom livet att aldrig känna sig älskad eller att själv få eller kunna älska. Nej, låt oss älska varandra med hel odelad kärlek, du och jag, för att därmed göra livet så mycket som möjligt djupt för oss båda. Oh, es klingt liebevoll. Ja, schreibt, meine Schatz und meine Hoffnung. Wie wäre die Welt ohne Liebe? Das wäre eine leere Wüste für den Wanderer durch das Leben, sich niemals geliebt zu fühlen oder selbst lieben zu können. Nein, lass uns einander lieben mit ganzer ungeteilter Liebe, du und ich, um uns beiden das Leben so lieblich und süß wie möglich zu machen. Oh, das hast du aber sehr schön vorgetragen. Ja, und kennst du vielleicht die Ausdruck du und ich von Michel? Du und du ich. Und ich, stimmt. Ja, das kommt aus Astrids Vater Samuel August. Du und ich, Hanna. Du und ich, Alfred. Du und ich, stimmt. Michel. Die größte Liebeserklärung. Ja. Ihre erste eigene Liebesgeschichte ist eher tragisch. Sie wird schwanger von einem verheirateten Mann, gibt ihren Sohn nach der Geburt weg und kann ihn erst 4 Jahre später wieder zu sich holen. Auch danach erlebt sie viele Schicksalsschläge, die sie in ihren Büchern mitverarbeitet. Vor allem aber ging es ihr bis zu ihrem Tod 2002 darum, Kinder als starke, intelligente Wesen zu zeigen und für ihre Rechte zu kämpfen. Juhu! Man kann in Kinder nichts hineinprügeln, aber man kann vieles aus ihnen herausstreicheln. Und wenn man nun im Astrid Lindgren-Fieber ist, fährt man von Vimmerby eine halbe Stunde nach Gibberud. Dort steht das Zuhause von Michel, der in Schweden Emil heißt. Also auf jeden Fall der in der Suppenschüssel aus Lönneberga. Die Filmkulisse Katult kann man hier besichtigen. Ein echter småländischer Bauernhof aus dem 19. Jahrhundert. Bis auf das Haupthaus. Das ist nach wie vor bewohnt. Es ist wirklich toll, hier rumzulaufen, wo Michel rumgesprungen ist. Da unten war, glaube ich, die Hütte vom Alfred. Du und ich, Alfred. Und das wahrscheinlich, ja, da war die Family drin. Und hier ist die Fahnenstange, wo er die kleine Ida hochgezogen hat. Ah, hier kommen diese ganzen Geschichten wieder. Blub, sagte der Vater im Blutklosteig. Einfach fantastisch, diese Welt von Michel aus Lönneberga. Hey! Hello. You are living in Sie there? wohnen hier? Yes. Ja. Okay. Sie sind aber nicht Michel aus Lönneberga. Nein, ich bin nicht Michel. Ich fühle mich mehr wie der Knecht Alfred, weil ich immer arbeiten muss. Der Film wurde hier gedreht. Ja, genau. 1971 bis 1973. Und wie war das bei den Dreharbeiten? Gibt es etwas, das keiner mitgekriegt hat?
Ja, sie haben schon mal geschummelt im Film. Zum Beispiel der Kirschbaum hier. This one. Als sie den Film drehten, war nicht die richtige Jahreszeit. Es geht um die Szene, in der Alma diesen hochprozentigen Kirschwein macht. Kirschwein, genau. Und alle Hühner, denen Michel die Reste gegeben hat, waren danach ganz betrunken. Die Hühner sind doch Genau. alle betrunken gewesen, ja. Aber als sie die Szenen drehen wollten, waren da überhaupt keine Kirschen am Baum. So haben sie extra Kirschen aus Italien kommen lassen und haben dann jede einzelne Kirsche in den Baum geklebt. Nicht im Ernst. In den Baum geklebt. Es ist so schön, das hier alles zu erleben und am selben Ort zu sein. Für eine kurze Zeit so mittendrin zu sein. Nachdem der Film gedreht worden war, konnte man sich richtig vorstellen, wie Anton hier die Straße hochkommt und Alfred da unten wohnt. Und es ist schön, diese Eindrücke mitzunehmen, um sich dann später daran zu erinnern. Ja, really. Und das könnte der Tischlerschuppen sein. Ja, die Männchen. Tatsächlich. Hier wurde Michel eingesperrt, wenn er frech war. Und hat Holzmännchen geschnitzt. Da hat er gesessen und geschmollt, der Michel. Und sich seine Gedanken gemacht. Super hier drin. Und weiter geht's auf den Spuren von Lönneberger und Bullabü. Etwa 15 Autominuten von Vimmerby entfernt liegt Eriksgården. Auf dem Hof von Annelie Svensson können Besucher übernachten und Idylle atmen. Und wenn Sie wollen, können Sie Annelie auch bei der Hofarbeit helfen. Ja, hallo. Hallo. Who is this? Wer ist das? Bianca. Ja. Willkommen in Eriksgården. Ja, Es ist so schön hier. Ja, ich mag es auch. Man hört nur den Wind und die Vögel. Heute ist es etwas windig. Du siehst ein bisschen aus wie... Du weißt, wen ich meine. Ja, Emil, Michel. Ihr sagt Emil und wir sagen Michel aus Lönneberger. Weißt du, warum ich so aussehe wie er? Weil ich Besucher, die hierher kommen, in eine andere Zeit zurückversetzen möchte. In die Zeit von 1900, 1910. Das ist die Zeit, in der auch Emil oder Michel aus Lönneberger gelebt hat. Deshalb sind wir auch so angezogen. Okay. Okay, für heute ist das okay. Same color. Okay. Also, was kann ich machen? Was möchtest du denn machen? Ich helfe dir, wobei auch immer. Da sind sie schon. Neben kleineren Hoftieren besitzt Annelie auch ein paar stattliche Ardenner-Pferde. Und mit einem werden wir gleich arbeiten. Aber erst mal üben. Okay. Wenn ich will, dass das Pferd nach links geht, dann schaue ich so. Das hier darfst du dann nicht tun. Willst du, dass das Pferd stoppt, machst du... Oh. Ja, sehr gut. Und hoffentlich stoppt es dann auch. Wenn es vorwärts gehen soll, machst du... Nimm deine Hände runter. So bewegst du dann die Arme. Okay, ich glaube, du bist jetzt bereit. Tiffany kommt. Hallo Tiffany. Du bist ja eine schöne. Ich bin mal gespannt, wie wir das hinkriegen zusammen, ne? Tiffany. Das Ardenner Kaltblut Tiffany soll im Wald Holz rücken. Komm. Oh. Nein, sie will nicht. Sie hat jetzt begriffen, dass du hier ganz neu bist. Tömmar. Ja. Yes. Schwedisch lernen möchte ich auch. Ja. Genau, Tömmar. Ja. Und Pferd heißt? Häst. Häst. Au, nee. Ach, ich muss ja dahin. Ja. So. Was war der Name dafür? Seele. Tunge. Ja, sehr gut. So. And that is selpinne. Selpinne. And I put this through. Ja. So relax. So, jetzt locker werden und atmen wäre auch ganz gut.
Thank you. Oh, sie möchte fressen. Erinnerst du dich, was ich gesagt habe? Hände runter. Boah, das ist gar nicht so einfach, wie das aussieht. Man muss auf Spannung bleiben, man muss sich konzentrieren, sonst macht das Pferd was anderes. Nicht zu viel, nein, nein. Sorry. Entschuldigung, sie ist so sensibel. Nimm das jetzt und das dann da drunter. Du hast den schwersten Stamm erwischt, tut mir leid. Dass Pferde das Holz aus dem Wald abtransportierten, ging um 1900 nicht anders. Heute wird diese Methode aber immer öfter wieder genutzt, weil Rückepferde Holzstämme schonender durch den Wald transportieren als schwere Maschinen. Aber ganz schön mühsam ist das schon. Durch diese Arbeit heute wirst du noch richtig stark. One more? Krasses Ding. Noch einmal. Du machst das richtig gut. Jetzt komm bitte hier rüber und nimm die Zügel in die Hand. Konzentrier dich auf die Richtung, in die du willst. Und pass auf die Stämme auf. Yes. Okay. Tiffany. Rechts. And now you jump over. Jetzt musst du hier rüberkommen. Okay, Tiffany. Rechts. Tiffany. Gut. Das war genau die Position, in die wir wollten. Das ist ein Glücksgefühl, kann ich sagen, wenn man das hier durch den ganzen Wald hierher schafft. Weißt du, wie viel Tiffany wiegt? Keine Ahnung. 400 Kilo? 860 Kilo. 860 Kilo. Weil sie so viele Muskeln hat, oder? Muscles and she is Ja, aber sie ist ein kleiner Ardenner. Da gibt's größere. Ein Zugpferd hat mehr als 11, 12 Pferdestärken. Wow. Mensch, Tiffany, du starkes Tier. Wow, ist impressive. Ach, Tiffany will nach Hause jetzt. Ja. She knows the way. Huh? Oh. She's fast now. Wer so hart arbeitet, der muss auch gut essen. Das machen wir jetzt auch in Annelies Waldhütte. Okay, lass uns anfangen. Zuerst nehmen wir Butter. Boah, ist das heiß. Ja. So, okay. Dann kannst du dir Speck nehmen, wenn du möchtest. Ach, das ist für mich. Nimm es etwas hoch, damit es nicht anbrennt. Das nennt sich übrigens Kolbulla. Erfunden wurde das rustikale Gericht, das an dicke Pfannkuchen erinnert, von schwedischen Waldarbeitern. Und jeder, der hier bei dir arbeitet, kriegt nachher so einen Kohlbulle. Genau. Ich glaube, du kannst deinen jetzt Jetzt rumdrehen. kommt der große Moment. Sehr gut, fürs erste Mal. Oh, what a smell. Was für ein Geruch. Und jetzt nehmen wir uns noch etwas von den Preiselbeeren. In Schweden nennt man es Lingon. Dazu trinke ich gern Limonade. Lemonade? Holunder, ha? Ja, Holunder, ja. Oh, selber gemacht. Oh, die Becher. Ja. Was heißt zum Wohl auf Schwedisch noch? Skål. Skål, ja klar. Oh, jetzt bin ich aber gespannt, wie das schmeckt. Ja. Fein. Sehr köstlich. Was möchtest du den Gästen, vor allem den Kindern, beibringen? To take care of the nature. Dass sie auf die Natur achten. Das kannst du nicht in der Schule lernen, indem du etwas darüber liest. Dazu musst du rausgehen und es selbst erleben. And experience. Eigene Erfahrungen machen. Hast du es so erlebt? Ja. Ja, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen mit Kühen, Pferden und Schweinen. Nice.
Wenn jemand kein Fleisch mag, machen wir es auch ohne. Ja. Und es macht satt, oder? Es reicht für eine ganze Zeit, bringt viel Energie. Lots of energy. Das heißt, du kannst heute Nachmittag weiterarbeiten. Okay. Um es nochmal zu sagen, Feriengäste müssen bei Annelie nicht arbeiten. Sie können natürlich auch einfach nur Urlaub machen und die Landluft genießen. Eksjö zählt zu den schönsten und am besten erhaltenen historischen Holzstädten Schwedens. Die gesamte Altstadt mit ihren jahrhundertealten Häusern und prächtigen Höfen aus Holz steht unter Denkmalschutz. Man gönnt sich ja sonst nichts. Marianne Lund, genau. Da ist es wieder, dieses Bullabü-Gefühl. So große Kokosbollen haben wir noch nie gesehen. Party you can have more, exactly. Kokosbolle. Perfekt. Und alles mit Karte. Bargeld braucht man hier gar nicht mehr. No, it's okay. So, der Kokosboll. Aha. Das ist so Schaum, zuckriger Schaum. Der Grundriss dieses Viertels stammt noch aus dem Mittelalter. Die meisten der Häuser wurden hier im 18. Jahrhundert erbaut, immer mit Hinterhöfen. So ein nettes Café hier drin. Und shoppen geht auch ganz gut hier. Schwedische gute Laune. Ein buntes Kleid für den längsten Tag im Jahr. Wäre was für Mitsommer, ha? Wir wachen wieder am Wasser auf. Auf dem Campingplatz, der zur Holzstadt Eksjö gehört. Richtiges kleines Zuhause. Aber hier draußen ist doch auch super. Jetzt habe ich so strong. Wer kommt denn da zu mir? Na, wer bist denn du? Hey, na. Das ist ja toll. Jetzt habe ich schon gleich ein Haustier hier. So lieb. Ha? Ja, haben wir es schön hier. Ha? Unsere Reise geht heute tierisch weiter. Wir fahren zuerst zum Elchpark nahe Eksjö, dann zur Zuckerstadt Gränna. Wir besuchen das Streichholzmuseum in Jönköping und ein sehr spannendes Kulturreservat. Erik weiß genau, wie man Rotwild anlockt.
Eriks Großvater hat auf dem alten landwirtschaftlichen Hof der Familie Rotwild gehalten. Und Erik hatte die Idee, eine Safari zu entwickeln. Jetzt wird erst das Rotwild gefüttert. Erklärt wird hier auf Schwedisch, Englisch und Deutsch. Zum Beispiel, dass so ein großes Geweih 8 Kilo wiegt. Alle Hirsche werfen ihr Geweih Mitte März ab und bekommen im Laufe des Jahres wieder ein komplett neues. Und Geweih kann wachsen 25 mm am Tag. Die Mutter haben ein Kalb jedes Jahr und die Rotwild haben einen Kindergarten. So Sie sehen im Wald da, es ist eine Mutter mit allen Kalben im Kindergarten. Jetzt geht's weiter zu den Elchen, von denen es in ganz Schweden um die 300.000 gibt. Und weil sich fast alle Schwedenurlauber wünschen, mal einen Elch zu sehen, gibt es eine Menge Gehege, die zum Pflichtprogramm eines Familienurlaubs gehören. Kann man das aushalten? Ja, hallo. Die Elche da, sie heißt Helga. Helga sind 10 Jahre alt. Und die andere da, es ist Ivar. Ivar sind 1 Jahr alt. 1 Jahr alt? Hallo. Und die Bruder am rechten, heißt Knut. Knut sind 5 Jahre alt. Hey, guck mal, das Beste ist die Nase, finde ich. Die Nase finde ich am verblüffendsten. Warum haben Elche diese besonderen Schnauzen? Wilde Elche fressen 25 bis 40 Kilo an Zweigen und Blättern jeden Tag. Die Schnauze hilft ihnen dabei. Es ist ähnlich wie mit unseren Händen. Sie können damit alles greifen. Als wir eben hier ankamen, hattest du so einen speziellen Ruf. Wie hast du das gemacht? Ich habe auf Schwedisch gesagt, Elche kommt her. Kannst du das nochmal machen? Eliana, komm her. Eliana. Das heißt, Elche kommt her auf Schwedisch. Die Elche sprechen also Schwedisch. Eliana, komm mal doch. Also, Eliana, komm mal doch. Und dann kommen die Elche. Hä? Ja. Wie kann man Elche in der Wildnis treffen? So viele Menschen kommen nach Schweden und wollen unbedingt einen Elch sehen und sehen nie einen. Wenn du einen Elch sehen willst, musst du in einen Elchpark gehen. Dann kannst du hundertprozentig einen Elch sehen. Wenn du einen in der Natur siehst, hast du großes Glück gehabt. Es ist möglich, wilde Elche zu sehen, aber du musst viel Zeit mitbringen. Und am besten ist es im Auto. Wenn du zu Fuß unterwegs bist, solltest du wissen, dass ihr Geruchssinn 8 bis 10 Mal besser ist als bei Hunden. Das heißt, wenn du gehst, sind sie längst weg, bevor du sie siehst. Aber wenn du mit dem Auto unterwegs bist, ist es einfacher. Oh Gott. 3 Wochen. In Småland leben besonders viele Elche. Kein Wunder, dass es hier in der Region 17 Elchparks gibt. Dieser hier ist mit 45 Hektar der größte. There's a rhythm and rush these days. Oh, das ist schön. Where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams. In a world gone shallow, in a world gone blue. Wir erreichen die Stadt Gränna, die für ihre Zuckerstangenproduktion bekannt ist. Rund 1 Dutzend Süßwarenläden haben sich auf die rot-weiß gestreifte Süßigkeit spezialisiert. There's no place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't leave.
Diese Handwerkskunst hat hier in Grenna Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Witwe Amalia Eriksson begonnen. Nach dem Tod ihres Mannes musste sie ihr Kind allein durchbringen und machte deshalb aus selbstgezogenen Zuckerstangen ein Geschäft. Frauen war es damals verboten zu arbeiten. So schrieb Tante Amalia, wie sie genannt wird, einen Brief an den König. Er erlaubte der Witwe schließlich den Verkauf von Polkagrisar. So werden die Zuckerstangen auf Schwedisch genannt. Noch heute entstehen hier die Zuckerstangen nach Tante Amalias Originalrezept. Alles beginnt mit dem Kochen des Zuckers auf 145 Grad. Zucker, Zucker, Zucker. Ja, das stimmt. Zucker, Wasser und Essig. Aber 99% ist Zucker. Noch ein Spritzer Aroma. Krass pfefferminzig. Very warm. Ein Teil der Masse wird mit Lebensmittelfarbe gefärbt. Oh, warm. Feels good. Yeah, it does. I'm going to Wow. Look at this. Wow. Du hast ganz schön Kraft. Da kriegt man ordentlich Muskeln, wenn man das jeden Tag macht. Willst du auch mal probieren? Tack, tack. Das Ganze sieht viel leichter aus, als es ist. Aber es fühlt sich toll an, das kann ich sagen. Yes. Wo. Zack. Durch das Ziehen kommt Luft in den Zuckerteig. So entsteht nach und nach die weiße Farbe. Do it. Again, you do it again. Davon werde ich träumen. So viel Bonbonmasse. Jetzt kommt der Teil, wo Rot und Weiß zusammengerollt werden. Durch das Rollen wird die Stange immer dünner. Denn am Ende sollte jede Zuckerstange nur fingerdick sein. Knapp 20 cm lang und 50 Gramm schwer. Ja, das ist Teamwork. Spin it again a little. Roll it. What do you do? You take it in the left hand like this. Left hand? Sort of up and down. Yeah. Sort of. Yeah, usually we have high music on. Oh Gott. This is for me, huh? Yeah. Everyone at the same time. Fingerdick ist das noch nicht. Den Rest der Arbeit übernimmt ein spezieller Rotationskasten. Darin werden die Stangen weitergedreht, damit sie während des Trocknens gleichmäßig rund bleiben. Die hier, mega präzise. Und wenn man hier genau hinguckt... Schon wieder eins kaputt. Die darf ich alle behalten, sagt Wilhelm. Zur Erinnerung. Das habe ich mir hier erarbeitet, die Bruchstücke. Ich liebe das, diese tolle Luft hier. So ein bisschen nach Heu und Wiese, ein bisschen Wasser, ein bisschen Schweden. Oh. 3 Kilometer südlich von Grenna liegt das alte Mühlendorf Röttle. Ein winziger Ort am Wetternsee. Da ist es, dieses Bullabü-Gefühl. Man sieht förmlich Lisa, Lasse und Bosse und Britta und Inga von der Schule nach Hause schlendern. Als wäre man mitten in einer Astrid Lindgren-Geschichte. Ach
Ach ja, und was hatte noch mal Michel aus Lönneberger mit der Fahnenstange gemacht? So, heute wird mal nicht die kleine Ida, sondern der Rucksack gehisst. Oben. So, wer als erstes herkommt, darf ihn runterlassen. Wie sagte Michel aus Lönneberger noch? Unfug denkt man sich nicht aus. Unfug wird's von ganz allein. Aber dass es Unfug war, weiß man erst hinterher. Boah, schön, ja? Genau das richtige Plätzchen für eine Fika. Das ist eine Institution in Schweden. Ein Päuschen. Ein Kaffeepäuschen. Egal was ist, dafür muss man sich Zeit nehmen. In der Natur oder auch im Büro, das machen die Schweden immer. Und das ist, finde ich, eine sehr nette Tradition. Heißer Kaffee, kleines Teilchen. Es gibt noch so ein Wort in Schweden. Lagom heißt es, wenn ich es jetzt richtig ausspreche. Das meint nicht zu viel und nicht zu wenig. Genau richtig. Das ist jetzt hier alles genau richtig. Aus der Naturidylle zu einem Stück Industriegeschichte der Region. Hier wurden von zwei Brüdern die Sicherheitszündhölzer mit rotem Phosphor erfunden. An der Südspitze des Wetternsees in Jönköping bauten sie eine Fabrik. Die ist heute das wohl einzige Streichholzmuseum der Welt. Die Brüder Lundström erfanden auch die Maschinen zur Fertigung und Verpackung der Zündhölzer und verbesserten immer weiter die Sicherheit ihrer Produkte. Eine sehr verdienstvolle Tat der beiden Männer in einer Zeit, in der fürs Kochen, Heizen und fürs Licht immer Feuer gemacht werden musste. Am Anfang wurden die dünnen Hölzer aus saugfähigem Espenholz noch in giftigen weißen Phosphor getaucht. Der rote Phosphor, den wir heute noch kennen, ist weniger gefährlich. Die Fabrik der Lundströms feierte Erfolge auch auf der Weltausstellung 1855 in Paris. Die Hälfte der Arbeiter waren übrigens Kinder. Das war einfach billiger. Viele von ihnen waren jünger als 14 Jahre. Besonders als noch der giftige weiße Phosphor per Hand aufgetragen wurde, erreichten die Zündholzmädchen und Zündholzjungen selten das Erwachsenenalter. Zu Hause begann dann nach 6 bis 10 Stunden im Werk die Heimarbeit. Schachteln kleben, Hölzer eintauchen. Ganze Arbeiterfamilien erkrankten schwer, verloren die Zähne, hatten vom Einatmen der Dämpfe brüchige Kiefer. Im Streichholzmuseum von Jönköping werden viele Seiten der Streichholzproduktion gezeigt. Auch die Entwicklung der Verpackungen, die in der Frühzeit zunächst immer kunstvoller gestaltet wurden. Passend zu den Ländern, in die sie geschickt wurden. Bis nach China, Lateinamerika und Afrika wurden die Tent-Stickor exportiert. 127 Jahre lang wurden an diesem Ort Streichhölzer produziert.
man genau hinhört, versteht man so ein bisschen schwedische Wörter. Sonne, Wind und Wasser singen sie. Das kann man verstehen und mitsingen. Soll man nicht. Aber Pippi sagt, manchmal muss man Sachen machen, die andere nicht machen. Schon wieder Bullabü? Doch vor 120 Jahren, erzählt uns Annika vom Kulturreservat, war das Leben im smaaländischen Bauerndorf sehr hart. 50 Menschen haben hier mal gelebt. Viele der Gebäude sind noch original erhalten, wie Theklas Haus, in das wir hier gerade gehen. Thekla, 1902 geboren, war die letzte von 6 Geschwistern, die diesen Hof bewirtschaftet haben. Bis ins hohe Alter, bis 1989. Und hier hat sie gewohnt, bis sie 87 Jahre alt war. Echt? Hier drin? Mhm. Ist das die gute Stube hier? Das ist die gute Stube, genau. Da ist das Gästebett, was auch gleichzeitig als Sofa funktioniert hat. Ist auch Originaltapete noch und alles. Mensch, ja. Das ist alles mit Holz geheizt worden und warm gehalten worden. Also hier im Winter mal wegfahren war nicht. Weil? Weil die Hütte dann kalt wird. Ja, und dann kommt man hier weiter zur Küche. Das war allein der Ofen zum Kochen und zum Backen. Ja, hier mit dem Brotschieber, genau, ne? Genau. Der hat sicher auch schon eine Menge erlebt. Mit Sicherheit. Das ist wahrscheinlich so das Lieblings... Können man sich vorstellen, das Lieblingsplätzchen, oder? Ja. Dann sitzt man hier am Fenster, guckt raus. Ja. Sie hatte auch kein Wasser hier. Ach, kein fließend Wasser? Kein fließend Wasser. Aber sie musste nicht zu dem Brunnen, den man da draußen sieht. Sieht man den Brunnen mit dem Eimer. Ja. Mhm. Aber sie hatte dann schon sehr modern, und das ist hinter dir, die Wasserpumpe. Und da wurde hier ordentlich kräftig gepumpt und dann kam da das Wasser raus. Mensch, das ist schon eine andere Art zu leben. Strom hatten sie aus der Scheune. Aha. Und in der Scheune gab es Strom nur aus dem Grund, dass der Tierarzt gesagt hat, er kommt nicht mehr und behandelt die Tiere, wenn nicht dort Strom, also Licht vernünftig ist und vor allem im Winter. Und dann haben sie Strom in die Scheune gelegt und gar nicht lange danach ist der Blitz in die große Fichte eingeschlagen, die vor der Scheune steht. Und das war für Thekla das Zeichen, das ist das Werk des Teufels und das bei der Scheune bleibt's und geht nicht weiter. Mhm. Aber das einfache Leben, das ist ja dieses, man ist unabhängig, ne? Ja. Das ist Freiheit, weil man ist von nichts abhängig. Man ist von nichts abhängig, man ist aber auch allem ausgeliefert. Ja. Wäre das was für dich? Nein. Aber du bist ja hier so mit Herzblut eingestiegen. Also das, was reizt dich denn so? Also ich finde es super schön romantisch, mir das anzuschauen. Aber ich glaube, selber mal einen Winter bei minus 25 Grad ohne Heizung, nein. Und kalt duschen und nein. Oh, stimmt. Hier kann man mit Kutschfahrten die Umgebung erkunden und auch übernachten. Man lernt nicht nur das Naturschutzgebiet Orsensby kennen, sondern auch ein Stück schwedische Geschichte und Landwirtschaft. Zum Beispiel die Linderöd-Schweine. Jetzt wollen wir Schweine füttern, ja, oder? Total gerne. Super, ich mit weißer Hose hier in ganz passende Klamotte. Ja. Alle den Trog hinterher.
Ich wage mich mal ran, ja? Ja. Jetzt sind die ja aufs Fressen konzentriert. Das sind Haferflocken oder was kriegen die? Ja, genau, so Haferschrot kriegen Haferschrot. die. Das gefällt denen. Ja, fein. Und die stauben so, guck mal. Ja, weil Schweine nicht schwitzen können, müssen die sich irgendwie anders abkühlen, wenn so viel Sonne ist. Und dann legen die sich in den Schlamm. Deswegen brauchen die auch immer Wasser und Schlamm, damit die nicht überhitzen. Also es ist eigentlich ganz schlau von den Schweinen. Schweine sind sehr intelligente Tiere. Und ja eben auch reinliche Tiere, sagt man ja im Prinzip. Ja. Ne? Also gut, die wühlen und machen, aber die legen sich in den Schlamm, aber eben nicht in die eigenen Exkremente oder so. Genau, da haben sie ja ihre Plätze. Genau. Ja. Oh. Bei mir haben sie es geschafft. Es schmatzt immer noch. Guck, es schmatzt immer noch. Ich hab's versucht. Ja, habst du es gut hier? Ha? Habt ihr es gut hier? Ja. Oh ja, schau. Oh, das hat es gern. Ei. So freundlich. Guck mal. Das ist so richtig Bullabü-Gefühl, könnte man fast wieder sagen. Ja. Ne? Ja. Ui. Tack. Oh. Hej. Varsågod, här kommer er ostkaka. Tack ska du ha. Schwedischer Ostkaka. Ja, es wird traditionell mit Sahne und mit Lingonsylt, also mit Preiselbeermarmelade gegessen. Ja, ich glaube, heute haben wir Erdbeer drin, weil am Freitag ist ja Mittsommer. Eben, da freue ich mich schon drauf. Und da ist Erdbeer ganz traditionell. Ach, wirklich? Schön, dann probieren wir jetzt mal. Ja. Machen das mal zusammen. Ostkaka mit Mittsommer-Feeling. Genau. Der schwedische Name Ostkaka, erzählt Annika, heißt übersetzt Käsekuchen. Hat aber ehrlich gesagt mit dem deutschen Käsekuchen nichts zu tun. Ostkaka wird mit Milch und Lab, mit dem sonst Käse gemacht wird, hergestellt und erinnert von der Konsistenz eher an Milchreis. Und schmeckt's dir? Schmeckt mir total lecker. Gut. Es schmeckt so ein bisschen wie ein Auflauf eher. Ja. Ganz köstlich. Es wird auch leicht warm gegessen. Fein. Und das ist so ein traditionelles... Das ist Småland-typisch. Ja. Småland-typisch. Ja, wir sind ja immer ein bisschen auf der Suche nach dem Bullabü-Gefühl. Ich finde, wenn man hier so ist, ne, und jetzt nicht nur an die harte Arbeit von früher denkt, sondern dann ist das ja wirklich so eine Idylle, wo man denkt, ach, das ist echt Lebensart. Ne? Ja, wobei die Bullabü-Idylle ist natürlich auch nur eine Bullabü-Idylle, wenn man sie nichtstuend genießen kann. Weiß Gott. Ja, also Rum wurde immer auch schwer gearbeitet, aber die Kinder haben sich so ihre Freiheiten genommen. Immer. Ja, nicht unbedingt. Also die wurden auch im wirklichen Bullabü mit eingespannt. Jetzt mal ein bisschen Länderkunde. Småland bedeutet übersetzt kleine Länder. Denn daraus bestand die Provinz früher mal aus vielen kleinen Ländern. Heute gibt es 3 Regionen. Kalmar liegt an der Ostküste. Einige Jahrhunderte lang verlief hier die Grenze zu Dänemark. Könige kamen und gingen. In Småland gibt's nicht nur Bullabü-Idylle. Schloss Kalmar ist ein Ort der Kriege, der Hofintrigen und Großmachtpolitik. Die Ausstellung in der Prunketage zeigt in jedem Saal eine andere Epoche, ein anderes Jahrhundert, ein anderes Ereignis oder Thema. Einer der prächtigsten Räume ist das Königsgemach. Im 16. Jahrhundert erhielt das Schloss sein jetziges Aussehen als Renaissance-Palast. Im Hochsommer werden hier übrigens Spezialführungen für Kinder angeboten, als Ritterturnier oder Schatzsuche. Ein neuer Tag. Heute campen wir am großen See Osnen und machen eine Kajaktour.
Und wir besuchen in Älmhult das Museum des berühmten schwedischen Möbelhauses, das in Småland seine Heimat hat. Hier könnte man auch noch mal Glück haben mit Elchen. Oder? Die können ja auch gut schwimmen. Wie war noch der Ruf? Eliana, komme ro. Wow. Man würde sich nicht wundern, wenn hier gleich tatsächlich Elche auftauchen würden. Wir sind mittendrin in einer unglaublichen Wald- und Seenlandschaft. Småland ist mit gut 5000 Gewässern die seenreichste Region von ganz Schweden. Der See Åsnen ist der zweitgrößte. Mittendrin liegt ein Campingresort für Naturliebhaber. Früher war das mal ein Ziegenbauernhof. Ja, einen von dieser. Ja, Besitzerin Ingrid Olsson will uns den Nationalpark zeigen. Okay. Oh, er zieht schon. Er will los. Also das ist so schön mit dem Licht hier, finde ich. Vom Wasser aus. Wenn man kommt auf das Wasser, ist die Ruhe da. Also ich sage immer, dass die Natur ist so wie Pflaster für die Seele. Man braucht nur eine halbe Stunde und dann ist Ruhe. Merkst du das? Ich merke das. Ja, schön. Frische Luft. Das tut richtig gut. Ingrid ist von Beruf Wildhüterin und leidenschaftliche Naturschützerin. Ihr Vater hat die Insel 1967 gekauft, um sich seinen grünen Traum zu verwirklichen. Ingrid führt sein Erbe weiter und bietet auf ihrem Platz Familienurlaub an. Zum Beispiel eine Fischadler-Safari. Seevögel und andere Wildtiere beobachten ist spannend. Am allerliebsten ist Ingrid mit Kindern auf dem Wasser unterwegs. Ingrid, was ist dir wichtig, was die Kinder hier lernen, wenn du mit ihnen rausgehst in die Natur? Man muss die Natur bewahren. Es ist wichtig, wir haben der Natur eine kurze Zeit, um das zu schonen, und dann übergeben wir das an die nächste Generation. Ja. Und die Natur ist so wichtig für uns, und ich bin so stolz und glücklich, wir haben den Nationalpark jetzt. Der Nationalpark besteht zu 75% aus Wasser, darauf 100 große und kleine Inseln. Hier kann man Wildnis erleben, unberührte, urwaldartige Baumbestände. Hier gibt es Rad- und Kanuwanderwege. Auf der westlichen Seite befindet sich außerdem noch eine sagenumwobene Felsspalte, zu der sich Geschichten erzählen lassen. Immer
Immer freitags ist im 90-Einwohner-Dorf Losshult richtig was los. Denn dann haben Sally und ihr Team Verkaufstag. Es gibt leckeres Landbrot und Kanelböller. Das sind die berühmten schwedischen Zimtschnecken. In diesem speziellen Fall haben sie eine finnische Note, denn Sally kommt aus dem finnischen Teil Lapplands. Früher war das mal der Supermarkt des Dorfes. Sally und ihr Mann haben das Gebäude gekauft und restauriert. Sally ist eigentlich Künstlerin. Das Brotbacken hat sie sich selbst beigebracht. Als ich mein erstes Brot gebacken habe, spürte ich sofort, dass es genau das ist, was ich von da an machen wollte. Das hat etwas Magisches, besonders das Backen mit Sauerteig. Jahre nach dem ersten Brot wusste ich, dass ich eine Bäckerei eröffnen will. Hey, willkommen. Das ist der perfekte Moment. Du füllst gerade auf. Als ich anfing, Brot aus Sauerteig zu machen, war das noch bei uns zu Hause. Wo wohnt ihr? Wir wohnen in dem Haus da, hinter dem Spielplatz. Dort hatten wir so eine Heimbäckerei. Und dieses kleine Brothäuschen stand immer draußen vor unserer Küche. Und das Konzept ist, wenn am Ende des Tages Backwaren übrig sind, legen wir sie hier draußen in den Schrank. Und alles kostet nur noch den halben Preis. Hast du noch eins übrig? Klar. Das hier ist unser beliebtestes Brot, das Landbrot aus Sauerteig. Und dann haben wir hier so eine Kasse, da kannst du dann das Geld reintun. Ah, okay. Ja. Und eine Zimtschnecke gehört auch dazu. Einmal. Oh. Das gehört ja wirklich zur schwedischen Lebensart, oder? Man kann auch sagen, eine Zimtschnecke am Tag hält den Arzt von dir fern. Ah, really? Das ist ja mal was ganz Neues. Thank you. Bye. Bye. In Älmhult steht ein IKEA-Kaufhaus. Hier entstand aber auch das erste weltweit. Denn der Erfinder und Unternehmer verbrachte ganz in der Nähe seine Kindheit. Ah, das ist er doch. Ingvar Kamprad, der Erfinder. Und das sind alles Mitarbeiter hier, wenn man genau hinschaut. Was macht die Erfolgsgeschichte dieses Unternehmens aus? Das Möbelhaus hier in Älmhult wurde 1958 eröffnet. Und sein Besitzer machte vieles anders als andere Möbelhäuser. Um zu vermeiden, dass sich das Geschäft um die Mittagszeit leerte, eröffnete er darin ein Restaurant. Das hatte es noch nicht gegeben. Die Konkurrenz schäumte. IKEA präsentierte sich auch als sehr trendig und Möbel als Modeobjekte nach dem Motto: benutze es und wirf es weg. Ingvar Kamprad war Kaufmann. Wichtig war, er hatte einen Großvater, der einen kleinen Supermarkt hatte. Und dort hat Ingvar Kamprad damals schon sehr früh lernen können, wie man Dinge sozusagen weiterverkauft. Er hat früh schon das Fischen angefangen und hat dann den Fisch über seinen Großvater in dem Laden weiterverkaufen können. Das war in den 1930er Jahren. Im museumseigenen Kinosaal wird viel über die wirtschaftlichen Veränderungen Schwedens seitdem erzählt. Die Erfolgsgeschichte von Ingvar Kamprad ist beispielhaft für die Gesamtentwicklung Schwedens. Das Land wurde nach dem Krieg von einem armen Land am Rande Europas, erzählt Raphael, zu einem Vorbild in der Wirtschaft und der Familienpolitik. Det lite som finns, tror jag. Teile das wenige, was man hat. Kinder sind von Anfang an ein Bestandteil des Alltags, des Lebens.
Der clevere Geschäftsmann Kamprad, der sich selbst als Geizhals bezeichnete, war aber auch in anderen Bereichen erfinderisch und modern. IKEA-Filialen werden über die risikoarme Franchise-Methode betrieben. Eine Stiftung in den Niederlanden verwaltet steuersparend die Investitionsgelder. Und hier können wir uns ein bisschen anschauen, was damals so als an Forschung betrieben wurde. Was ist die Tätigkeit einer Hausfrau? Wie viele Schritte muss sie zurücklegen, um Köttbullar zu produzieren? Als erstes gehen wir zum Kühlschrank. Hungrig? Wir gehen hier rüber, hungrig. Ja. Okay, gehen wir hier rüber. Genau. Und wir müssen gucken, was da drin ist. Hier Eier. Und jetzt geht's weiter. Jetzt kommt der Schritt Nummer 3 und du gehst hier rüber. Da muss man mal einen Riesensprung machen. Genau, richtig großer Sprung. Dynamisch in der Küche. Richtig. So, und jetzt hat man hier gewaschen. Da sieht man auch schön sehr tief das ist, ne? Richtig. Und jetzt musst du hier Hier rüber hat man hier zum... hantiert. Genau. Hier noch. So, hier noch was und dann zum Herd. Genau. Ach herrje, dann hier wieder gewurstelt, gearbeitet, getan. Richtig. Ja, da war schon richtig was los hier. Die Küche der damaligen Zeit. Und am Abschluss des Rundgangs wartet noch eine besondere Fotosession auf die Besucher. So, den Katalog gibt's nicht mehr, aber wir können trotzdem noch auf dem Katalog-Cover. Willst du da auf dem Schirm? Auf dem Schirm. Oh, der Countdown. 15 Sekunden. Hier jetzt rum. Ja, komm. Mit Füßen nach hinten. Na klar. Wie geht die Langstrumpf? Wir müssen noch in die Kamera schauen. Okay. 3, 2, 1. So. Eine Kopie, eine Erinnerung, die man sich mitnehmen kann. Ah, das ist doch nett. Hey, hey. Hunde gibt's auch. Hey. 89. Ist immer schon spannend, wenn man den neuen Platz sich sucht. Juhu! Yes! So, jetzt mal flott was gegen die Mücken. Bis jetzt ging das ganz gut, aber es gibt hier diese ganz kleinen. Und ich habe gelernt, an die Augenbrauen, weil da kommen sie gerne mal hin, und an die Ohren. Da nämlich auch und hier so dahinter. So. So. Bald ist Mitsommernacht. Da erreicht die Sonne auf der Nordhalbkugel ihren höchsten Stand. Der längste Tag des Jahres. Die Nacht in Småland ist nicht wirklich dunkel. Es ist schon fast 11:30. Viertel vor 5. So, jetzt hier runter. Urlaub mit Geschichten im Kopf. Wunderschön. Unberührte Natur genießen. Auch das kommt in den Bullabü-Geschichten immer wieder vor, wie Lisa, Britta und Inga mit nackten Füßen durch den Wald laufen. Man darf aber nicht vergessen, dass die Leute damals auch ziemlich arm waren. Zum Glück gab es Holz im Überfluss und quarzhaltigen Sand. Das waren die wichtigsten Voraussetzungen für die Herstellung von Glas. In Småland ließen sich zu Beginn des 18. Jahrhunderts Glasbläser aus Böhmen nieder.
ein Zentrum für Glaskunst entstand. Damit wollen wir uns heute beschäftigen, in Växjö, Kusta und Buda. Danach geht's nach Skruv zum Mitsommerfest. Bedeutende zeitgenössische Glaskunst kann man sich im Dom zu Växjö ansehen. Seit über 250 Jahren wird im Südosten Smålands mundgeblasenes Glas hergestellt. 60 Glashütten gab es mal. Heute sind es etwas mehr als 12. Sie sind überall ausgeschildert. Glasmanufakturen wie diese stellen ihre Produkte aus und verkaufen sie auch. Jetzt bloß nicht fallen lassen. In fast allen Glashütten darf man zuschauen, wie aus dem rotglühenden, geschmolzenen Quarzsand edle Glaskunst wird. Wie hier bei Don Clausen und Lars Gülber. Im Glaskünstlerzentrum in Buda arbeitet die Australierin Tilly Burden. Die Designerin machte ihre Ausbildung in den USA, London und Dänemark, bevor sie sich entschied, nach Småland zu ziehen. So I'm gonna cut again. Du kommst aus Australien und warst schon an so vielen Orten, hast dich aber dann entschieden, hier in Småland zu bleiben. Warum? Die Region hat so eine große Glasgeschichte, das hat mich einfach sehr gereizt. Es war tatsächlich so, dass wir im Studium in Australien etwas über die Historie des schwedischen Glases gelernt haben. Das hörte sich für mich so romantisch an mit all diesen kleinen Fabriken im Wald. Es hörte sich an wie ein Traum. Und jetzt bist du ein Teil von diesem Traum. Jetzt darf ich's mal versuchen. So, fangen wir mit dem Ausschöpfen an. Nimm bitte mal die Kelle da. Der glühende Klumpen soll eine Vase werden. Jetzt kannst du mal probieren zu blasen. So mittelkräftig. Ein bisschen mehr, etwas mehr und stopp! So kühlt es etwas ab. Jetzt brauchen wir mehr Glas und dann formen wir wieder. Danach hole ich uns etwas Farbe. Das ist unglaublich. Ja. Wir spielen hier nicht mit dem Feuer, wir arbeiten mit Feuer. Du kannst jetzt nochmal die Kelle nehmen. Oh, es ist heiß. Okay. Jetzt wird blaue Farbe in Form von Metallsalzen dazu gemischt. Das muss ich jetzt nochmal erhitzen. Der Schmelzofen hat 1200 Grad. Erwärmen, drehen, ausblasen. Immer wieder. Langsam verstehe ich, wie es geht. Siehst du, wie es die Form verändert? Oh ja, tatsächlich. Das ist toll, man verschmilzt so mit dieser Arbeit. Weil man muss die ganze Zeit konzentriert sein. Man kann an nichts anderes denken. Das ist... Oh. Ja? Wenn du die Zange etwas lockerst, kannst du die Form verändern. Schau dir das an. Das ist so ein bisschen schwedisches Blau. Nice. Gut gemacht.
In der Glass Factory in Buda gibt es auch ein Museum mit 30.000 Objekten von 40 Designern. Ja, berühre mich. Ja, fass mich an. Thank you. Auf Wiedersehen. Zurück auf unserem Campingplatz am Nationalpark Osnen. Guten Abend. Ein bisschen Brennholz. Oh, Sie sprechen Deutsch. Das ist ja auch so lange hell hier, ne? Ja. Ich glaube, bis 11 oder so ist es hell. Da kannst du mehr füllen. Ich habe das hier entdeckt. Könnte ich damit noch mal kurz raus? Ja, da kannst du Wasser bringen. Ja? Ja. Ah, so an der Kante. Ah, ja. Okay. Okay. Da lang? Ja. Okay. Raus aufs Wasser. Gut. Boah, ist aber ganz schön schwer. Was hatte Ingrid, die Chefin dieses Campingplatzes, noch gesagt? Natur ist ein Pflaster für die Seele. Tatze Mücke. Das heißt, vielen Dank. Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite somrigt, för då kommer blommorna snart. Das ist eine nette Tradition, hier im Heuwagen in die Wälder zu fahren. Schön, so mittendrin zu sein. Wir sind in dem kleinen Ort Skruf bei den morgendlichen Vorbereitungen fürs Mitsommerfest. Heute ist der große Tag. Und jetzt geht man einfach los und... Ja, du sammelst jetzt Zweige und legst sie auf den Weg. Die Kinder bringen sie dann zum Wagen. So, hier. Ein bisschen Birke darf auch dabei sein. Das wird alles für die Festdekoration benötigt. Everybody, get up. Get up again. Så där så det hoppar och far. Jag gör först med svalor som flyger och myckor som svalorna tar. Jag gör även nya på träden och små fågelbon här och där. Jag gör himlen vacker om kvällen, för jag gör den alldeles själv. Mitsommerstången. Mitsommerstång. Mitsommerstång. Yes. And now we put it Und jetzt bindet ihr alles drumrum? Aber sieht doch schon gut aus. Das ist ein bisschen wie Adventskranz binden, nur jetzt eben tack. Tack. Oh, das einmal halten. Oh, das ist der schönste Kranz, den ich je gesehen habe. Nur Wiesenblumen hier aus Moor. Für alle, die mitgeholfen haben, gibt's jetzt den traditionellen Erdbeerkuchen. Die Schweden halten ihre Erdbeeren für die besten.
Denn bei den sehr niedrigen Frühjahrstemperaturen verbrauchen die Pflanzen ihren Zucker nicht so schnell und das macht sie besonders süß. Zu dem Fest vor der Bed-and-Breakfast-Pension kommen auch Dorfbewohner und Touristen von außen. Das war schon so, als das Haus von Sühne und Mia noch ein reiner Gutshof war. Okay, wir so her. Aber das ist also sozusagen ein Ort zum Feiern? Ja. Für die Menschen, die hier Ja, leben? ich habe so hier in über 100 Jahre gemacht. Und du hältst die Tradition hoch? Nein, ich bin ja nicht so alt, aber... Aber die Tradition. Die Tradition, ja, das stimmt, Ja, genau. das ist schön. Dann ist mir erst nicht klar, was jetzt passiert. Hurra! Hurra! Ja, må hon leva, ja, må du leva, ja, må du leva ut i 100 år. Irgendjemand hat wohl verraten, dass ich heute Geburtstag habe. Ska hon leva, ja, visst ska hon leva ut i 100 år. Oh! Ett hipp hurra! Tag! Hurra! 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 Ai, diesen Tag! Dankeschön! Oh, ist das lieb! Ja, so ein schöner Tag! Hier ein Fest und für mich ein Fest. Und ich, ha! Kann nicht besser sein. Kann nicht besser sein. Oh, Für die Schweden ist Mittsommer ein magisches Fest. Den geschmückten Baum stellt man hier schon seit dem Spätmittelalter auf. Denkweisen aus vorchristlicher Zeit spielen dabei immer eine Rolle. Der Blumenkranz im Haar gilt als Symbol für Wiedergeburt und Fruchtbarkeit. Um seine Magie zu bewahren, hat man die Sträuße früher oft getrocknet. Sie sollten die Familie gesund durch den nächsten langen Winter bringen. Was für eine Tradition ist das mit den Blumen und dem Kopfkissen? Du musst 7 verschiedene Blumensorten sammeln und legst sie unter das Kopfkissen. Dann wirst du von der Person träumen, die du mal heiraten wirst. Und habt ihr das schon gemacht? Nein, das kommt erst diese Nacht. Ich werde auf jeden Fall nur kleine Blumen sammeln. Ich habe keine Lust, mit einem ganzen Busch unterm Kopf zu schlafen. Du hast schon einen Freund? Nein, habe ich nicht. Oh, it's gonna start. Es fängt an. Es geht los. Små grodorna, das kennt in Schweden jedes Kind. Es ist ein Lied über kleine Frösche, die keine Ohren und keine Schwänze haben. Es werden heute noch viele Lieder gesungen und alle, die mitmachen, haben richtig Spaß. So geht Mittsommer. Wild und frech und wunderbar ist es hier. Alle zusammen, alle sind Kinder, ob groß oder klein. Das ist schon ein tolles Lebensgefühl hier in Schweden, in Småland. Hey do, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Wunderschön.